Top Speed is powered by Voogtman und Herold, Metalorum, SMLK Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Herzlich willkommen bei Topspeed und herzlich willkommen in Bremen, wo wir zu Gast sind auf der Bremen Classic Motor Show. Aber dieses Wochenende sind wir nicht nur hier zu Gast, weil gestern waren wir schon in Wolfsburg in der Autostadt. Die Autostadt ist das Schaufenster des Volkswagen-Konzerns. Hier trifft Markenvielfalt auf Automobilgeschichte und genau hier wird sichtbar, wie vielfältig dieses Unternehmen ist. Herzlich willkommen hier in der Autostadt. Schön, dass Sie da sind. Wir sind hier in das größere Auslieferungszentrum der Welt. In der Autostadt kann man sein neues Auto abholen. In der Autostadt sind die Marken von Volkswagen präsentiert durch Pavillons. Und wir sind hier in das Museum, Zeithaus. Und hier man macht eine Reise durch die Geschichte der Automobilität. Die Geschichte von das Auto ist gerade jetzt 140 Jahre. Und hier kann man sehen, zum Beispiel das erste Automobil der Welt, das Dreirad von Carl Benz, und das Auto wurde im Jahr 1886 gebaut. Wissen Sie, das erste Offiziellfahrer der Welt war eine Frau. Und das erste Tankstelle der Welt, das war ein Apotheker. Hier in dieser Ausstellung, da man hat Autos zusammengepackt, weil sie haben alle miteinander etwas zu tun. Erste Automobil der Welt. Hier gucken Sie dieses schöne, rote, schicke Auto. Das ist eine Urskoda. Die feiert apropos dieses Jahr 130 Jahre. Und das war einfach das erste Automobil der Welt mit Luftreife. Man sieht, wie schick war das. In dieser Zeit in Amerika war ein Mann, hat gesagt, ich möchte gerne ein Auto bauen, aber für alle, nicht nur für sehr reiche Leute. Und jetzt kommt mit, ich nehme ihn nach Detroit. Und wir gucken hier diese schöne Forte. Das Auto ist hier, weil das war das erste Automobil der Welt, die wir in Wiesbaden gebaut. Und das schon ab 1913. Auf der Bremen Classic Motor Show treffe ich Organisator Frank Ruge, der mir einen ersten Rundgang über die Messe gibt. Frank, vielen Dank für die Einladung, aber das ist nicht mein erstes Mal hier. Ich war schon öfter hier. Was mir unglaublich gefällt hier, ist die Stimmung. Ja. Wir wissen alle, viele Messen spielen sich auch im Süden und eine in Essen. Ja. Aber hier, es ist anders, es ist gemütlich und ich glaube, die Aussteller, die lieben das auch hier. Aber was ist für dich eigentlich das Besondere an der Bremen Classic Motor Show? Ja. Es ist die 24. mittlerweile, die wir hier machen. Also wir sind gestartet im Norden, haben aber ziemlich schnell auch den Fokus gelegt auch auf Schweden, Dänemark, Niederlande. Ja. Und ich habe viel Holländer hier gehört und gesehen. In der Tat, also diese drei Besuchergruppen sind, eine ist immer die größte davon. Ja. Ich glaube, was das ausmacht, ist, dass wir die breite Basis abbilden. Also wir haben vom Käfer bis zum gerade in der Sonderschau, da haben wir immer so den Griff ins obere Regal für die Sammlerherzen. Ja. Ansonsten haben wir aber viele Volksmarken auch. Und ich glaube, dass wir bei den Oldtimer-Enthusiasten, die selber schrauben oder aber auch sie fahren, merkst hier einmal, sind viele Gespräche unter Kennern, ja, unter Liebhabern. Zurück in Wolfsburg sind wir auf eine andere Ebene im Zeithaus angekommen. Ich mache die Führung auch mit meinem lieben Kollegen Dirk. Ja, ein weiterer Meilenstein hier im Zeithaus ist die Beziehungskisten. Und hier sehen wir zwei ganz besondere Fahrzeuge. Und da haben wir eines der ältesten Modelle des Käfers, 1938 als Prototyp, den sogenannten Porsche Typ 60 zu sehen. Und einen weiteren Meilenstein, unser letzter Käfer, der 2003 in Mexiko produziert worden ist. Und dazwischen liegen 21.529.464 Fahrzeuge. Ja, meine Kollegin hat es ja gerade erzählt, das Ford T-Modell hat dementsprechend am 27. Dezember die Produktion eingestellt. Und wir sind ganz stolz darauf, dass am 17. Februar 1972 der Käfer mit der Chassisnummer 15.007.034 produziert worden ist. Es ist nämlich damit das meistgebauteste Automobil der Welt. Und darauf sind wir stolz. Die Bremen Classic Motor Show ist ein fester Termin im Kalender der Klassikwelt. Kompakt, persönlich und zugleich eine der ersten großen Messen des Jahres, mit der die Saison spürbar Fahrt aufnimmt.
wir sind ja am Anfang der Saison. Das ist auch noch ein großes Kennzeichen für uns. Wir sind die Ersten in Deutschland, die Wir die dürfen Saison wieder. eröffnen. Ja, genau. Und viele scharren mit den Hufen, weil sie jetzt endlich raus wollen. Ostern musst du raus mit deinem Auto und du brauchst Ersatzteile. Du hast vielleicht noch, ja, du möchtest vielleicht auch ein Auto kaufen, wenn du keins hast. Oder du möchtest auch inspiriert werden. Was gibt es noch für tolle Autos? Genau. Und das passiert hier. Und nach dieser, wir sagen, saure Gurkenzeit im Winter, weil da passiert nichts. Nach Weihnachten ist so ein, das dauert einfach noch. Ja. Und hier merkst du dann, es wird jetzt Frühjahr, es geht wieder los. Und sich dann mit Freunden zu treffen und dann einfach zu überlegen, was machen wir dieses Jahr, was machen wir diese Saison? Übrigens, wir sind hier 3 Tage und dann gehen wir wieder nach Hause. Da sollte man denken, dann ist es für dich vorbei. Aber ich glaube, am nächsten Tag fängt es schon wieder an für nächstes Jahr, oder? Eigentlich schon heute. Eigentlich schon, Ja. denke ich heute schon an das nächste Jahr. Ja, Das, wir schauen mal, was es alles gibt, weil ich glaube, nicht nur die Zuschauer, aber ich genieße auch. Vielen Dank und wir sehen uns am Ende der Sendung nochmal. Dann verabschiede ich mich von dir. Viel Spaß beim Entdecken. Danke. Die Bremen Classic Motor Show ist also jedes Jahr ein Neustart mit Tradition. Hier beginnt die Saison nicht leise, sondern mit einem klaren Signal an die ganze Szene. Zurück in der Autostadt zeigen Blanche und Dirk eine weitere Facette des Themenparks. Die Autostadt, das ist einfach eine Erlebniswelt für die ganze Familie, egal ob groß oder klein, Mann, Frau. Man kann hier die ganze Tage ganz tolle Zeit verbringen. Das ist richtig, Blanche. Nicht nur, dass wir High-End-Simulatoren haben oder eine riesengroße Spiel- und Bewegungswelt für Jung, aber auch für mittlere Herrschaften, sondern zum Beispiel im Motorsport-Clubhaus kann man sich selbst als Rennfahrer beweisen und vielleicht als allererstes Mal über die Ziellinie rasen. In der Halle 5 läuft traditionell die Sonderschau, auch in diesem Jahr moderiert von Johannes Hübner. Einer der Hingucker dort ist der Ford RS 200 und genau zu diesem Auto treffe ich John Wheeler, den Mann bei Ford Motorsport, der damals hinter dem RS 200 Projekt stand. 1986 habe ich dieses Konzept angefangen und das war radikale Veränderung mit Gewichtsverteilung, Ladeluftkühler nicht mehr oben auf dem Dach, sondern weiter hinten, andere Radaufhängung und so weiter. Also große Gewichtsreduzierung, Verbesserung allgemein. Wir haben das in der Firma Ford Motorsport nicht mehr bauen können, weil wir mussten sofort alles auf Gruppe A wechseln. Und deshalb die neue Gruppe S für 87 ist nie gekommen. Aber Toyota hier hat einen Prototypen schon gebaut. Und ich habe meinen Chef, Stuart Turner, Direktor, überzeugt, ich würde gern selber weitermachen und meine Gruppe S aufbauen. Und das ist das Auto, das wir hier haben. Ich habe es außerhalb von der Firma komplett weitergebaut und seit 12, 14 Jahren fahre ich jedes Jahr selber damit. Wie oft in deinem Leben bist du nachts aufgewacht, aus dem Bett gegangen? Ja, immer. Ja, das glaube ich auch. Ja, ob im Schlaf oder im Flugzeug oder egal. Immer was Neues. Ja. Es war mir ein Vergnügen und wir sehen uns sicher dieses Jahr noch öfter, weil diese Geschichte, liebe Zuschauer, die wollen wir gerne hören. Vielen Dank. Ja, nichts zu danken. Die Schatzkammer der Autostadt, auch Depot genannt, beherbergt viele Meilensteine der Automobilgeschichte. Prototypen, Einzelstücke und auch Bugatti-Modelle, die nie in Serie gegangen sind. Gleichzeitig befinden sich hier auch außergewöhnliche Volkswagen-Modelle, die einen ganz eigenen Blick auf die Entwicklung der Marke werfen. Wir können nicht alle unsere Fahrzeuge euch präsentieren im Zeithaus. Deswegen nehme ich euch mit in unsere Schatzkammer. Und mit dem Käfer hat alles begonnen. Die Fahrzeuge sind von Ferry Porsche entwickelt worden. Der V3, der W30. Und bitte schaut euch diese Farbenvielfalt an. Und hier zeige ich euch die Brezelkäfer, die Ovali-Käfer, die ganze Palette, die Volkswagen dann gebaut hat und damit auch ganz viele Leute begeistert hat zu dem Zeitpunkt. Und natürlich sind sie immer weiterentwickelt worden. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, den gelb-schwarzen Renner, GSR genannt, den Volkswagen entwickelt hat und total revolutionär gewesen ist. Schaut ihn euch an in dieser wunderbaren Farbe.
Besonderheiten von Volkswagen sind natürlich auch, dass sie schon 1949 Cabriolets gebaut haben vom Käfer. Die Firma Hebmüller hat dieses Fahrzeug auf die Karosse des Käfers gebaut und ist eine ganz große Besonderheit. Man sieht bei dem Fahrzeug auch, dass es schon zweifarbig ist und das war für die Zeit sehr weit voraus. Volkswagen hat dann natürlich mit dem 1302, den 1303, sie waren eine der ersten mit, die diese Cabriolets dann auch in dieser Form erschwinglich für die Leute erworben haben. Dann haben wir natürlich diese Besonderheiten, die mit Volkswagen in Kooperationen passiert sind, schon in der damaligen Zeit und gebaut worden. Das sind natürlich die Beutler-Fahrzeuge, der Beutler Porsche, der Romitsch zum Beispiel. Das sind alles Fahrzeuge, die dann in dieser Zeit was sehr Besonderes gewesen sind. Ich könnte natürlich noch mehr zeigen, aber das war unsere Volkswagen-Käfersammlung. Auf der Sonderschau steht noch ein Rallye-Fahrzeug, das nie in eine offizielle Meisterschaft gestartet ist. Die Toyota MR2 mit dem Projektnamen 222D, entwickelt für die geplante Gruppe S, die aber nie Realität wurde. Ernst, ich sage es ganz ehrlich, was hinter uns steht, der Toyota 222D, ich weiß nicht so viel davon, aber von dir schon, weil du bist ein ganz Besonderer in der Rallye-Welt, weil du warst mehr als ein Mechaniker in viele, viele Projekte. Wie hat es angefangen? Und ich weiß, dass es schon in der Formel 1 geendet ist. Ja. Damals. Aber erzähl. Ja, wie gesagt, ich habe 1980 angefangen als Mechaniker, hatte man noch die Gruppe 4. Dann hatte ich das Glück, die Gruppe B-Ära mitzumachen. Nach der Gruppe B kam Die die Regeln werden Gruppe geändert? S. Ja, Reglement wurde geändert. Dann hatten wir das Glück, in Japan entwickeltes Auto kam zu uns. Wir durften das testen. Leider fand die Gruppe S nie statt. Dann kam die Gruppe A, ST165, ST185, die 205. Dann die WRC, die Corolla. Aber in der Zwischenzeit habe ich dann auch 2 Jahre Le Mans gemacht Ja. und 9 Andere Jahre Welt. Formel 1, andere Welt. Und Formel 1 wieder? Noch eine andere Welt. Noch eine andere Welt. Was war das Spannendste in deiner Karriere? Die Formel 1 war schon spannend, weil halt eine neue Technik da war alles ganz anders. Ja. Aber mein Herz schlägt natürlich für die Rallye. Ja, ja. Und das war wirklich eine schöne Zeit. Die 80er Jahre, 90er Jahre. Ja. Wir haben 3-mal den Markentitel gewonnen, 4-mal Fahrerweltmeister gestellt. War wirklich eine tolle Zeit bei TTE. Und Möchte ich nicht missen. Und der 222D, es ist jetzt so besonders, was eigentlich nichts geworden ist. Aber die geheime Teste, die ihr gemacht habt, ich habe Geschichte gelesen von Schottland. Ja, wir waren in Schottland testen und ja, waren lange Tage. Wir hatten andere Auto dabei, mit einem quer eingebauten Motor. Und ich weiß, mussten mal das Getriebe tauschen. Da haben wir Wer war fast der Fahrer damals? Wer? Björn Waldecker. Genau. Der war echt klasse. Ja. Also Björn war immer mein Hero. Und ja, wie gesagt, einen Tag lang haben wir das Getriebe getauscht. Gingen nochmal raus, testen. Sagte Björn, Jungs, wollt ihr Feierabend machen? Ja, eigentlich schon, wir sind kaputt. Ne? Sagte, ja, Moment, wow, Vollgas gegeben. Kupplung kommt nach hinten, Schlag getan, 2 Meter weiter gerollt, war Getriebe kaputt. Feierabend. Da war Feierabend. Und das ist dein Auto. Das ist mein Auto, ja. Und erzähl mal ganz kurz noch, Ja. weil wir haben nicht so viel Zeit. Ja. Ganz kurz, erzähl noch was über das Auto. Ja, wie gesagt, also ist ein Vierradgetriebenes Auto mit längs eingebautem Motor. für Toyota, so ein kleines Auto, das ist besonders, gell? Ja, war schon was Besonderes. Wiegt 1100 Kilo, Ja. 1180. Und ja, ist ziemlich kompakt. Ist ein Asphaltauto, also nicht für Gravel. Die hatten für Gravel ein anderes Konzept wie für Asphalt. Ne? Ja. Und das Auto, wie gesagt, ich fahre bei der historischen Rallyes und das lässt sich wirklich toll fahren wie ein Go-Kart. Macht Weißt du, richtig Spaß. Das allererste Mal, das sind MR2 auf der Straße gesehen. Der war rot in Holland. Ja. Und irgendwie habe ich nicht mitbekommen, dass es das Auto gab. Und ich dachte, ist das ein Mini-Ferrari? Das weiß ich nicht. Ich weiß genau noch, wo das war. Aber es ist einzigartig. Und ich wünsche mir, liebe Zuschauer, weil sowieso, dass du uns öfter besuchst oder wir dich gerne. besuchen, weil Ja. du hast so viel spannende Geschichte zu erzählen und dass ich vielleicht auch einmal hinter dem Lenkrad darf. Können wir machen. So, vielen Dank. Im Depot fiel mein Blick sofort auf einen Rallye-Käfer, den wir aus früheren Topspeed-Folgen schon kennen. Diesen Rallye-Käfer kennen die Topspeed-Zuschauer schon, weil ich diesen Martin schon auf dem Salzburgring vorgestellt habe.
Wir nehmen das Auto wirklich mit auf ganz viele Veranstaltungen, ob das die Hamburg-Berlin Classic ist oder ob das die Grand Prix Legends sind am Salzburgring oder Rossfeld-Rennen, Edelweiß-Rennen. Das Auto macht einfach unglaublich viel Spaß, es zu bewegen. Das Fahrzeug hat so viel Dampf und man erwartet gar nicht, wie viel Kraft in diesem Auto steckt. Und deswegen gibt es hier auch entsprechende Sitze drin, wie im Rennsport. Also hört euch mal den Sound an, das ist Wahnsinn. Auf der Sonderschau in Bremen steht ein Opel Calibra, der in den Hochzeiten der DTM von Volker Strizek gefahren wurde. Ein Rennwagen aus einer Zeit, in der die DTM für volle Tribüne, kompromisslose Duelle und eine Stimmung stand, die man so heute kaum noch erlebt. Ja, eine geile Zeit natürlich, unfassbar auch gut und angekommen bei den Fans. Wir haben das ja damals gemacht, extra für die Fans im Rahmen der 100 Jahre Opel-Feier. Ja. Und dementsprechend war das eine Challenge, aber die hat sich gelohnt mit einem riesen Erfolg. Und da sind wir heute noch stolz drauf. Und deswegen, dieses Auto ist das echte Auto, wie es damals gelaufen ist. Wir versuchen schon, ich denke, 4. Stunde, um anzufangen. Aber es geht nicht, weil die Leute kommen auf dich zu. Du bist ein Held im Auge von diesen Leuten zusammen mit dem Auto. Aber wie ist das für dich? Na, ich bin Volker Strizek und ich bin kein Held. Und es ist sehr schön zu sehen, dass die Leute auf mich reagieren. Das finde ich natürlich sehr, sehr schön. Bin auch allen dankbar, weil von den Fans haben wir auch gelebt. Und für die Fans haben wir auch viel gemacht. Und dementsprechend ist das sehr schön, wenn man etwas zurückbekommt. Und total klasse. Wir sind ja hier auf einer Klassikmesse. Und dass man trotzdem so viele Besucher hat, die einen kennen, macht auch ein bisschen stolz. Aber du kannst nicht lassen, gell? Wie Stucki, wie eigentlich alle deine Zeitgenossen auch, weil du sitzt selbst auch sehr oft noch hinterm Lenker. Ja, natürlich. Dieses Jahr, beziehungsweise wir haben ja 26, 25, 24 Stunden Rennen noch gefahren. Ja. Auf einen McLaren, haben die Klasse gewonnen. Ja, ja. Nee, nach wie vor verrückt und Motorsport infiziert. Ja. Motorsport ist Rausch, das weißt du selber. Hängst du einmal an der Nadel, kommst du nicht mehr los. Ja. Ja. Bist du bei der AVD History Tour wieder dieses Jahr? Wenn keine Überschneidung ist, natürlich werde ich dabei sein. Ja, ja. Und wenn ich dabei bin, werde ich auch fahren. Dann sehen wir uns dort. Und du, nimm Kaffee, weil du brauchst Energie, weil ich glaube, da stehen schon wieder Leute, die wollen Fotos machen mit dir. Und liebe Grüße an deine liebe Frau. Dankeschön. Ciao. Danke, ciao. In Wolfsburg wird das Staunen im Zeithaus noch größer. So, wir sind jetzt in dieser Ausstellung Design-Icon. Und hier, Sie sehen schon, es ganz anders aus. Wir sprechen hier von Designer, Ingenieur, Konstruktor. Für viele, das schönste Bugatti überhaupt ist gerade hier vorne. Das ist hier unser Bugatti Atlantic. Gucken Sie diese Eleganz. Damals Jean Bugatti, Sohn von Ettore Bugatti, hat zu seinem Papa gesagt, er möchte eine Skulptur auf Räder bauen. Absolut. Und er hat dieses Auto entwickelt. Man sieht da wunderschön auch diese theatralisch geschwungenen Kotflügel. Schau dir mal diese monumental mächtige Motorhaube an. 8-Zylinder Blanche in Reihe, 200 PS, 1938. Das nenne ich klassische Formalisten. Daraus werden Gene weiter in die Zukunft getragen, wie zum Beispiel der Bugatti Chiron, ja, der Veyron, der Großvater, kann man hier bei uns im Zeithaus sehen. Ein weiteren Meilenstein steht hier zu unserer linken Seite. Der legendäre A-Type Continental aus dem Jahre 1954. Circa 200 Stück davon gebaut. Und schauen Sie sich mal diese Form an. Walter und Bentley hatte einen Traum gehabt, eines der leistungsstärksten, schnellsten, exklusivsten Serienfahrzeuge zu bauen. Und als das Fahrzeug 52 auf den Markt kam, hat Walter und Bentley gesagt, ich habe hiermit meinen Traum erreicht. Eine handgedengelte Aluminiumkarosserie, 6 Zylinder in Reihe, 165 PS, Spitzengeschwindigkeit, damals wie auch heute 180 km/h. Das nenne ich tatsächlich einen Meilenstein bei uns hier in der Sammlung im Zeithaus. Im Vorfeld unseres Besuchs auf der Bremen Classic Motor Show hätte das Wochenende kaum besser beginnen können als mit diesem Abstecher in die Autostadt. Doch auch auf der Messe selbst kommt keine Langeweile auf. Die vielen besonderen Fahrzeuge und die Gespräche mit Ausstellern und Sammlern zeigen, wie viel Begeisterung hier für außergewöhnliche Automobile lebt. Und zurück in Wolfsburg werfen wir zum Abschluss noch einen besonderen Blick ins Zeithaus. Meine geschätzte Kollegin, wenn das nicht deine Ausstellung ist hier im Zeithaus
unsere Bugatti-Sonderausstellung. Und da sieht man nicht nur Prototypen, sondern ganz besondere Boliden, wie zum Beispiel ein noch nicht gezeigtes Fahrzeug, der EB 118 aus dem Jahre 1999. Man wollte einfach sehen, wo die Reise hingeht mit einem W18-Motor. Du kannst Bugatti tausendmal besser aussprechen als ich. Weißt du, eine Dame, die bei Bugatti arbeitet, hat einmal gesagt, Bugatti, c'est la grande couture de l'automobile française. Oh, c'est très bien. Blanche, einen weiteren Prototypen können wir direkt hier vorne bewundern. Einen legendären Bugatti EB Veyron 18.3. Ein Projekt, ein Concept Car von De Silva. Und schau dir mal an, wie schick das Fahrzeug ist. Dirk, diese Linie hier vorne auf dem Dach, das ist einfach typisch von Bugatti. Und das ist einfach eine Hommage an diese Bugatti Atlantic. Schade wird das Auto nicht auf der Straße gesehen, wird nicht gebaut. Und wenn Sie weitere wunderschöne Bugattis erleben wollen, liebe Topspeed-Zuschauer, kommen Sie doch einfach bei uns hier in die Autostadt. Wir sind 363 Tage für Sie hier da. Und wenn Sie hier kommen und Hunger haben, ich sage Sie, wir haben mehrere Restaurants. Alle lecker. Französisch? Und mehr. Die Bremen Classic Motor Show ist mehr als nur eine Ausstellung. Hier wird gesucht, gesammelt, entdeckt und geschraubt. Und genau diese Mischung macht den besonderen Reiz dieser Messe aus, bei dem auch mein Besuch im Zeithaus in Wolfsburg einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Es gibt immer etwas Neues. So wie jemand, der letztes Jahr bei euch in der Autostadt war, der nächstes Jahr wieder geht, sieht so viel andere Sachen. Und deswegen ist es interessant, um immer mal wieder zurückzukommen. Und das Essen. Ja, herrlich. Das ist ganz wichtig, ne? Wenn man schöne Autos sieht und sich mit den Themen beschäftigt, muss man danach auch gut essen gehen können. Und oft, wenn man zum Beispiel nächstes Jahr auf die Messe kommt hier, man fährt an Wolfsburg vorbei. Eigentlich immer, wenn man... Genau, und wir zeigen immer so viele schöne Käfer. Wir haben alleine 30 Fahrzeuge bei uns im Depot. Also Käfer ist immer ein tolles Thema für Wolfsburg und für die Autostadt. Ja. Ich glaube, euer Team, habt ein schönes, nettes Team. Wir wollen es so nett empfangen. Ihr habt, glaube ich, keinen langweiligen Job. Nein, das ist ein Privileg, dort zu arbeiten, dort zu sein. Liebe Zuschauer, Autostadt in Wolfsburg. Ich war natürlich schon ein paar Mal da, während Rallyes, aber das ist beim Essen, das geht so schnell. Und jetzt dürften wir einen ganzen Tag da verbringen. Und ich muss echt sagen, Oldtimer-Fans, Autofans, geht doch dahin. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir machen es so und wir sehen uns bald wieder. Ja. Auf jeden Fall, lieber Martin. Danke, lieber Stefan. Ciao. In dieser Folge sind wir in der Autostadt in Wolfsburg gestartet. Mit Eindruck aus dem Zeithaus und dem Depot, wo Autos stehen, die man sonst so gut wie nie sieht. Und wir waren auf der Bremen Classic Motor Show. In Deutschland die erste Oldtimer-Messe des Jahres mit vielen besonderen Fahrzeugen und ganz viel Leidenschaft für alles, was 2 und 4 Räder hat. Organisator Frank Ruger kann zufrieden sein. Ein Vergnügen für uns und wir freuen uns einfach, die Saison zu starten und auch mit vielen Leuten, die einfach wieder Lust haben. Jetzt mit den Autos raus, jetzt kommt der Frühling wieder, jetzt kann es wieder losgehen. Und für die Zuschauer, Bremen, es ist nicht weiter von Köln nach Stuttgart oder Salzburg zu fahren. Aber wenn man aus Stuttgart nochmal hier kommt, hat man wieder etwas anderes. Eine richtig tolle Messe und die Hoffnung ist noch da, weil... Ja. Es gibt Klassiker-Nachwuchs und wir haben eine eigene Fläche und wir fördern einfach den Nachwuchs, dass wir die ganze Begeisterung auch weitergeben können an die nächste Generation. Das ist wichtig. Vielen Dank. Das war Topspeed. Bis zur nächsten Woche. Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Metallorum, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.